Hallo meine Lieben, ich bekomme immer wieder eine Frage und da geht es darum, was mache ich falsch oder warum schneidet meine Silhouette Cameo nicht oder nicht richtig, und anstatt es euch irgendwie versuchen in einem Text zu erklären, geht es ein bisschen einfacher, wenn ich euch das einfach kurz zeigen kann. Mehr dazu seht ihr gleich nach dem Intro. Wenn wir uns die Cameo mal angucken, das Messer, das ist das erste häufige Problem, dass ihr das nicht richtig einsetzt. Ihr nehmt das Messer, schiebt es hier in die 1, steht eine 1 drauf. Hier oben ist eine 1 drauf, deshalb auch in die erste Klemme reinmachen. Und ich mache das immer so, dass ich von unten mit dem Daumen hoch drücke und von oben auf das Messer drücke und dann erst hier den Riegel reinmache. So sitzt es richtig, Also es darf hier keine Lücke quasi haben. Das ist das Erste. Das andere Thema ist die Einstellung des Messers. Wir reden hier von einem Automatikmesser. Das bedeutet aber nicht, dass der automatisch feststellt aufgrund des Materials, was drin ist, wie er schneiden muss, sondern automatisch heißt eigentlich, er übernimmt automatisch die Einstellungen, die ihr im Silhouette Studio eingebt. Wenn ihr bei Fertigstellen das an den Plotter übergeben wollt, könnt ihr ja die Einstellungen machen und da habt ihr ein Zahnrädchen, was quasi die Abbildung des Messers ist, wo ihr sagt, will ich das auf eine 2 schneiden oder je nach Material, gibt es mir schon den richtigen Schnitt vor oder die richtige Schnitttiefe vor, und so kann ich das einfach an den Plotter übergeben. Jetzt, was der Plotter ja jeweils macht, wenn ihr das übergeben habt, ist, dass ihr am Anfang so eine Klack, 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 Klack hört. Und was er da macht, ist, er drückt quasi hier diesen Kopf unten, den drückt er gegen eine Schiene. Mal gucken, ob ihr das seht. Seht ihr hier hinten dieses kleine Pünktchen? Und dann daneben, ich weiß jetzt nicht genau, wo er es macht, ob er es in diesem kleinen Kreis macht. Ich glaube, es ist da oder daneben. Ich würde behaupten, es ist im Kreis drinne. Und was er da macht, er drückt das Messer, hier diesen Kopf runter, und damit stellt sich das Messer ein. Im Moment seht ihr diesen roten Strich auf der 5. Das heißt, das Messer wäre jetzt auf eine 5 eingestellt. Wenn ich das jetzt reinmachen würde und den Auftrag eben übergeben würde, dass er schneiden soll, dann drückt er eben hier unten gegen diesen Kopf. Und das definiert, wie stark das Messer rausguckt. Und wenn ich das jetzt auf eine 4 einstellen würde, dann klackt es nicht 4-mal, sondern 5-mal, weil beim ersten Mal geht er auf die 0 zurück. Jetzt seht ihr, der rote Streifen ist weg. Und dann würde er eben für eine 4 würde er jetzt noch 4-mal dagegen drücken. 1, 2, 3, 4. Und jetzt seht ihr, dass dieser rote kleine Strich bei der 4 steht. So stellt er das Messer ein. Das heißt, ihr müsstet mal überprüfen, indem ihr hier manuell dagegen drückt, funktioniert das überhaupt. Oder auch beobachten, wenn ihr eben das Problem habt, dass er nicht schneidet, auch wenn er quasi durchfährt, aber es einfach nicht durch das Material schneidet, ist das wichtig, dass ihr da mal guckt, was ist hier eigentlich eingestellt. Weil eben, das definiert, also die diese 4 definiert, dass es 0,4 mm sind. Und das geht dann eben bis zur 10 hoch. Ich simuliere das hier kurz. So, jetzt ist er bei der 10. Und das heißt, das Messer ist soweit draußen.
Jetzt, wenn ihr feststellt, das macht er nicht, das funktioniert nicht, dann müsstet ihr auf jeden Fall hier hinten eben gucken, dass da nicht irgendwelche Sachen drin sind, sondern dass das schön sauber ist, damit er da wirklich gut das Messer durchstoßen oder reinstoßen kann. Und das andere ist, dass ihr hier, ihr habt ja so ein Werkzeug quasi mitgeliefert gekriegt. Und das dient eigentlich dazu, hier den Kopf quasi abzuschrauben. Dann liegt das Messer frei und dann könnt ihr das reinigen. Ich puste da jeweils rein. Wenn es stark verunreinigt ist, dann kann man auch mit, wenn ihr so ein bisschen Alufolie zusammenknüllt, könnt ihr das Messer da auch reinstoßen, dann wird es auch so ein bisschen gereinigt. Das ist eine Option. Und dann könnt ihr das ganz einfach wieder drauf schrauben. Nicht zu stark anziehen, aber schon so, dass es sitzt, ne? Und jetzt können wir das quasi wieder machen, dass das Messer entsprechend rausguckt. Mal gucken, wo ich jetzt bin. 9. Ne, jetzt ist es eine 9. Jetzt ist es eine 10. Und so guckt mein Messer wieder raus. Das heißt, ihr wirklich gucken, dass eben hier diese Ausbuchtung hinten sauber ist und dass das Messer selber sauber ist. Jetzt, wenn ihr sagt, nee, das kriege ich immer noch nicht hin, er macht immer noch nicht das Richtige. Es gibt auch die Möglichkeit, nicht mit einem automatischen Messer zu schneiden, sondern es gibt auch ein anderes Messer für die Cameo 4. Da müsstet ihr dann einfach im Silhouette Studio dann einstellen, dass ihr eben nicht das automatische Messer verwendet, ne, am Schluss bei den Schneideinstellungen, sondern das andere Messer. Und das sieht dann so aus, dass ihr eben nicht hier diesen Kopf habt. Früher sahen die alle so aus und dann musste man hier diese Ausbuchtung verwenden, um das quasi auf die richtige Position zu bringen. Das neue Messer für die Cameo 4, was eben nicht automatisch ist, hat unten die Zahnrädchen. Das ist jetzt nicht das, ne? Das ist ein Tiefenschneidemesser, wo ihr hier unten eben auch das Rädchen habt, wo ihr einstellen könnt, wie weit das Messer rausgucken wird. Ne? Und je mehr ich drehe, desto mehr ist das Messer exponiert und dadurch wird es auch tiefer schneiden. Hier, das geht jetzt eben hoch bis zu einer 30. Ne? Das ist eine andere Option, dass ihr einfach sagt, nee, dann das funktioniert bei mir einfach nicht. Ich verzichte auf dieses Automatikmesser, weil eben, wie gesagt, das Einzige, was das Automatikmesser macht, ist, dass er die Informationen aus dem Silhouette Studio nimmt und hier dann einfach quasi am Anfang so oft entgegendrückt, bis er die Ziffer erreicht hat, die ihr eingegeben habt. Das sind so die Sachen, wo ich das Gefühl habe, das sind so die Probleme, die es gibt, dass es nicht richtig schneidet. Was natürlich immer gut ist, nur wenn ihr das Material wirklich gut auf der Matte befestigt. Aber ansonsten, wenn das alles immer noch nicht hilft, dann müsst ihr euch tatsächlich an den Hersteller oder an die Hilfeseite von Silhouette wenden. Da kann ich euch dann auch nicht mehr weiterhelfen. Ich hoffe, das hat euch so ein bisschen geholfen, dass ihr das hinbekommt, ne, wenn das bis jetzt nicht funktioniert hat. Ja, und das war es tatsächlich auch schon für heute. Ich hoffe natürlich, dass ihr noch einen schönen Tag habt und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! I'm